Ja, brenzlig dürfte es auch schon bald für die umstrittene Shoppinggemeinschaft Lioness werden. Geld zurück bei jedem Einkauf. Mit diesem Versprechen lockt Lioness Kunden, aber nicht immer zur Zufriedenheit. Denn für Unmut sorgt vor allem das System dahinter. Im November hat meine Kollegin Eva-Maria Kaiser das erste Mal von Betroffenen berichtet, die sich um ihr Geld gebracht fühlen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft vermutet hinter dem Lioness-System ein verbotenes Pyramidenspiel. Auch wenn Lioness solche Berichte mittels Beschwerde zu bekämpfen versucht, die Medienbehörde hat uns soeben Recht gegeben. Also berichten wir bzw. Eva-Maria Kaiser für Sie weiter, und zwar von einer Sammelklage des Vereins für Konsumenteninformation und 9 Vorwürfen gegen den Lioness-Gründer. Lioness und sein Chef, Hubert Freidl, wie man sich selbst gern präsentiert. Ein weltweit erfolgreiches Unternehmen. Aber natürlich, wenn Ihnen der Herr Freidl Messias ähnlich erklärt in der Veranstaltung, mit Lioness zusammen, wir werden reich, wir kennen alle das Vokabular, das fasziniert. Der Grazer hat Lioness vor 10 Jahren gegründet. Jetzt ist man in über 30 Ländern aktiv. Der Herr Freidl macht sehr, sehr viele Versprechungen, die er hinterher nicht einhält. Der Chef inszeniert sich gern als Hero. Charisma hat der Mann, das muss man ihm lassen. Und Verkaufstalent ist er auch sicher ein großes. Da denken die Leute nicht nach, dass sie keinen Vertrag haben. Pompöse Inszenierung, das Wecken von Wir-Gefühl. Alle gehören zur Lioness-Familie. In regelmäßigen Treffen werden die Mitglieder auf die Firmenphilosophie eingeschworen. Hier auf Deutsch und Rumänisch. Geld zurück bei jedem Einkauf ist unser einfaches Geschäftsmotto. Das funktioniert überall, wie man sieht. Es ist einfach und es ist eine große Möglichkeit für uns alle, ein grandioses Geschäft aufzubauen. Und so funktioniert's. Die sogenannte Cashback-Karte ist gratis, notwendig nur die Empfehlung durch einen Bekannten. Bei Lioness Partnerunternehmen erhält man bei jedem Einkauf Prozente. Ein paar Euro wandern aufs Konto. Auch von den Einkäufen der Bekannten, die man wirbt, nascht man mit. Heute sind wir die größte Einkaufsgemeinschaft der Welt und das hat auch natürlich seinen Grund. Doch das große Geld, so Kritiker, wird über einen Strukturvertrieb gemacht. Hier ein internes Video für die Schweiz. Für 3.000 Schweizer Franken oder 2.000 Euro erwirbt man eine Position im System. Je mehr man anzahlt und je mehr Leute man vom Anzahlen überzeugt, umso besser. Eine wunderbare Geldvermehrung setzt ein. Soweit die schöne Theorie. Die Praxis: Bezirksgericht Amstetten, vergangenen Freitag. Anwalt Erik Breiteneder berät rund 300 Mandanten, die sich von Lioness geschädigt fühlen, und hat mehrere Prozesse gewonnen. Der aktuelle Fall, Herr F., der nicht vor die Kamera möchte, hat 6.400 Euro anbezahlt. Nach wenigen Jahren sollte er 60.000 Euro erhalten, so sein Lioness-Werber. Also nach seinen Angaben hat er insgesamt rund 73 Euro in den letzten 3 Jahren ausbezahlt bekommen. Herr F. beteiligt sich am amerikanischen Verrechnungssystem. Durch seine Gutscheinanzahlungen würde er vom amerikanischen Markt profitieren. Als der Geldsegen ausbleibt, will er seinen Einsatz in Form von Einkaufsgutscheinen konsumieren. Er erfährt, er müsse nochmals 120.000 Euro zahlen, um reale Gutscheine zu erhalten. Das verschlägt nicht nur ihm die Sprache. Bei Lioness ist halt in den letzten Monaten, fast Jahren, eine Vielzahl von Ermittlungstätigkeit festzustellen. Das macht offenbar die Finanzmarktaufsicht, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es gibt meine Verfahren, es gibt offenbar Bewegung und es gibt offenbar Leute, die unzufrieden sind und ihr Geld zurückhaben wollen. Auch ehemalige Lioness-Manager fühlen sich vom Firmenboss Freidl um ihr Geld gebracht. Bernhard Wagner war von 2006 bis 2008 Geschäftsführer und hat den Markt in Bulgarien und anderen osteuropäischen Ländern aufgebaut. Ich habe von Herrn Freidl unter Anführungszeichen die Basisarbeit erledigt, also das heißt den Vertrieb so weit aufgebaut, dass er selbstständig arbeiten kann. Und ich sage jetzt einmal, wenn es dann darum geht, die Früchte zu ernten, ab diesem Zeitpunkt wurde ich dann eben einfach aus dem Unternehmen entfernt. Er kennt Hubert Freidl von früheren Firmen, die für wenige Jahre nach dem gleichen System funktionieren, an den Zahlungen der Nachgereihten verdienen. Bei Lioness hört der Geldfluss 2008 plötzlich auf. So, irgendwann im Juni
12. Juni, glaube ich, war es das erste Mal, habe ich plötzlich keine Provision mehr erhalten. Ich habe dann auch geschaut, ich habe 2 Strukturen gehabt, auf die ich aufgebaut habe. Eine Struktur wurde mir komplett entzogen, obwohl das im System angeblich ja nicht geht. Die Lifeline von Bernhard Wagner. Man wirbt Mitglieder, die selbst wieder Mitglieder vom Anzahlen überzeugen. Das ergibt ein pyramidenartiges Provisionssystem. 2008, 22. Woche, waren über 68.000 Mitglieder in seinem System. Eine Woche später nur mehr knapp 30.000. Das sind heute in etwa, soweit ich das weiß, 1,4, 1,5 Millionen Leute. Die Sie unter sich hätten? Die ich unter mir hätte und von denen ich Provisionen beziehen würde, unter Anführungszeichen. Ja. Das heißt, wie viel könnten Sie jetzt im Monat verdienen? Ohne weiteres zwischen 50 und 100.000 Euro im Monat. Bernhard Wagner klagt nun seinen Verdienstentgang bei Gericht ein. Ein Video aus besseren Tagen, als Hubert Freidl noch sein Freund war. Mitgliederschulung in Bulgarien. Der Firmenchef selbst propagiert das Lioness-System. Mein Ziel ist es, Ihnen maßgeschneidert Ihre Wünsche, Träume und Ziele zu erfüllen. Hier wird nicht eine Einkaufsgemeinschaft vorgestellt, die Lioness angeblich bloß ist. Das heißt Positionen, 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 Positionen. Durch Einzahlungen sollen möglichst viele Positionen erworben werden. Ich gehe nicht hin, um mit ihr eine Registration zu schreiben. Es geht nicht darum, Leute für die Cashback-Card zu registrieren. Weil die schreibe ich da unten am Swimmingpool nebenbei. Das sind sektenähnliche Veranstaltungen, wo Leute eingepeitscht werden, zum Beispiel Bulgarien, haben wir gerade uns angeschaut. Was wollen sie? Haus, Yacht, großes, schönes Auto, das ist ihr Ziel. Sie wollen nicht darben in der Pension, sie wollen sich etwas erwirtschaften, sie wollen Teil der Firma werden. Das ist doch keine Einkaufsgemeinschaft. Lioness beharrt darauf, man sei eine Einkaufsgemeinschaft. Nur wenige Mitglieder würden hohe Gutscheinanzahlungen leisten. Der Firmenchef, der selbst den Kauf von Positionen propagiert, will nicht Stellung nehmen. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, weil ich kenne dieses Video nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Freidl hier etwas deutlich gemacht hat, was im Grunde genommen nicht mit der Philosophie von Lioness übereinstimmt. Im November. 2 Ex-Manager berichten im Report über das Lioness-System, damals noch anonym. Nun gehen sie vor die Kamera. Auch hier ein Rechtsstreit mit Lioness. Eine Provision von 1,5 Millionen Euro, von Freidl zugesagt, hätten sie sich zu Unrecht ausbezahlt. Sie wollen ihren Fall bis in die letzte Instanz durchkämpfen. Also wir sind mit Sicherheit kein Einzelfall, wo man versucht, teure Leute loszuwerden, die das Ganze aufbauen und danach eben die Leute loswerden, eben mit Billiggeld oder gar nichts abfertigen. Und das ist Taktik, das ist wie ein roter Faden, der sich durch Lioness zieht. Vor kurzem haben sie den Verein Plattform Lioness gegründet. Betroffene können sich austauschen und erhalten Rechtsberatung. Kommenden Samstag ist das erste Mitgliedertreffen. Über das hohe Interesse ist man selbst erstaunt. Also wir hatten bis letzten Freitag Zugriffe von 25.000 Klicks und wir bekommen jeden Tag mehr als 50% neue Leute. Nun tritt auch der Verein für Konsumentenschutz, VKI, in Sachen Lioness auf den Plan. Nach etlichen Beschwerden von Konsumenten hat man die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens geprüft. Sozusagen das Kleingedruckte. Auszahlungen bekommt? Ja. Wir haben uns damit wirklich intensiv beschäftigt und ich muss sagen, wir verstehen es nicht. Wir glauben, das ist nicht verständlich und schon gar nicht ist es verständlich für einen Durchschnittsverbraucher. Werden Verträge nicht klar und verständlich abgefasst, sind sie ungültig. Der VKI hat daher beim Handelsgericht Wien Klage gegen Lioness eingebracht. Das ist überraschend. Wir haben also 61 Klauseln gefunden, wo wir sagen, die sind vor allem intransparent, völlig unerklärlich. So viele Klauseln haben wir noch nie in einem Vertrag für gesetzwidrig angesehen. Also, die Verträge, die da mit Verbrauchern geschlossen werden, entsprechen in vielen Punkten nicht den gesetzlichen Vorgaben. Und darum hat der Verein für Konsumenteninformation auch eine Verbandsklage eingebracht gegen Lioness, wo wir Lioness untersagen wollen, erstens diese Klauseln zu verwenden, aber, ganz wichtig, auch untersagen wollen, dass sie sich darauf berufen, für in der Vergangenheit abgeschlossene Verträge. Für die Lioness Spitzenmanager Meetings an den schönsten Plätzen der Welt. Dass neben Ermittlungen von Korruptionsstaatsanwaltschaft und Finanzmarktaufsicht nun auch der VKI Klage einbringt, nimmt man gelassen zur Kenntnis.
Für uns sind diese Vorgänge insgesamt nicht beunruhigend, aber sie gefallen uns natürlich nicht. Deswegen wünschen wir uns auch, dass sie jetzt schnellstmöglich abgeschlossen werden. Und wir gehen davon aus, dass die einfach auch belegen, dass wir uns korrekt verhalten haben, dass wir weder das sind, was man uns immer unterstellt, nämlich ein verbotenes Gewinnerwartungssystem, und dass wir letztendlich auch keine Konsumenten schädigen. Firmenchef Freidl feiert Geburtstag auf den Malediven. Wer es bei Lioness an die Spitze schafft, hat gut lachen. Derzeit noch. Jede Menge Arbeit also für die Justiz und Hoffnung für die